Bei einer Gedenkveranstaltung auf den Seelower Höhen wird der russische Botschafter erwartet. 80 Jahre nach der Schlacht soll dort der gefallenen Soldaten gedacht werden. Das Auswärtige Amt hatte gefordert, dass Russlands Vertreter bis zum Kriegsende in der Ukraine von Gedenkveranstaltungen ausgeschlossen werden. Der Landkreis Märkisch-Oderland wiederum hält das für, Zitat, Quatsch. Es sei absurd, Russland auszuschließen, so der stellvertretende Landrat Friedemann Hanke von der CDU. Im Studio begrüße ich recht herzlich Alexei Makeyev, das ist der Botschafter der Ukraine in Deutschland. Willkommen hier bei Welt, Herr Makeyev. Mal mit Blick auf diese Diskussion. Der russische Botschafter anwesend bei einer Gedenkveranstaltung zu Ehren der gefallenen Soldaten des großen Vaterländischen Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Wie geht es Ihnen damit? Also, soviel ich weiß, er ist nicht eingeladen, sondern er kommt einfach selber. Und das ist auch noch ein Zeichen dafür, wie die Russen diesen Zweiten Weltkrieg für sich selber instrumentalisieren. Inwiefern instrumentalisieren? Weil ich meine, es ist ein stilles Gedenken und es geht natürlich. Es war eine der blutigsten Schlachten auf deutschem Boden, um letztendlich dann nach Berlin vordringen zu können. Und ist es da nicht wirklich auch getrennt von der aktuellen Situation notwendig, dass Vertreter dieses Regimes, dieses Systems auch ihrer gefallenen Soldaten die letzte Ehre erweisen? Aber somit entschuldigen wir die Kriegsverbrechen, die seit 2014 von den Russen begangen werden. Da müssen wir nochmals daran erinnern, das sind die Russen und die Nazi-Deutschen, die in den letzten 80 Jahren Kriegsverbrechen begangen haben auf dem europäischen Kontinent. Und ein Vertreter eines Verbrecherregimes, das mein Land jeden Tag mit Raketen, Bomben und Drohnen angreift, wäre unangebracht für ein europäisches Land. Wird das Konsequenzen möglicherweise haben in Bezug auf die Teilnahme die vielleicht auch ukrainischer Angehöriger, die heute dort möglicherweise vor Ort sind? Uns geht es vor allem um Menschen und um Erinnerung. Ich als Botschafter, ich besuche keine sowjetische Ehrenmelle. Stattdessen lege ich am 8. Mai die Blumen an der Neuen Wache nieder, in Erinnerung an die Opfer des Naziregimes in der Ukraine und um auch Beitrag von Ukrainerinnen und Ukrainer zum Sieg gegen Nazi-Deutschland zu würdigen. Das ist ein stilles Gedenken und wenn ich sage, die Russen versuchen, diesen Zweiten Weltkrieg zu instrumentalisieren, sie sagen es immer, es gab 27 Millionen von Russen, die in diesem Krieg gefallen sind. Weil die haben das gesamte Sowjetunion als Russland, als ein Land, als sein Land bezeichnet, obwohl unter Opfern, Zivilen und Soldaten waren bis 10 Millionen Ukrainer. Die gesamte Ukraine wurde von Nazis besetzt und Millionen und Millionen von Juden, also 1,3, glaube ich, Millionen von Juden wurden von Nazis getötet. Über 600 Städte total zerstört. Und die Zahl der Städte, die Russland heute in der Ukraine zerstört ist und die Bilder aus der Ukraine und die Bilder aus Konzentrationslagern von den Russen, kann man manchmal vergleichen mit dem, was die Nazis uns angetan haben. Herr Makeyev, lassen Sie uns mal sprechen über die aktuelle Situation in der Ukraine. Da wurde vollmundig angekündigt, ein Waffenstillstand, Abkommen, die es geben soll, um den Frieden, zumindest eine Waffenruhe zu ermöglichen. Inwieweit oder wie groß ist die Hoffnung noch in der Ukraine aktuell, dass man da wirklich zueinander kommt? Man hat ja so den Eindruck, seit dem Amtsantritt von Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten, wird zwar über die Ukraine verhandelt oder zumindest gesprochen, aber schon gar nicht mehr mit der Ukraine. Wie geht es Ihnen damit? Doch, es wurde mit der Ukraine gesprochen, weil zuerst haben unsere Delegation mit der amerikanischen Delegation getroffen, dann separates Meeting von Amerikanern mit den Russen. Wir haben zugestimmt zum Vorschlag vom Waffenruhe in der Luft, auf See und auf dem Boden. Aber wir sehen,
was die Russen damit machen. Sie beschießen uns jeden Tag. Jeden Montag muss ich als Botschafter die Flagge auf Halbmast setzen, weil ein Trauertag in der Ukraine gegeben wird. Am Freitag vor einer Woche waren es Kinder in Kryvyi Rih. An diesem Palmsonntag waren es über 30 Einwohner von der Stadt Sumy, Zivilisten. Herr Makeyev, nun haben wir die Situation, dass Europa immer unverbrüchliche oder unzerbrüchliche Freundschaft, Solidarität mit der Ukraine täglich, stündlich fast anmahnt. Aber irgendwie hat man nicht den Eindruck, dass in der Verbindung Amerika, die jetzt ja einen Sonderweg gehen, dass da wirklich etwas passiert. Muss nicht. Oder anders gefragt, kann nicht und müsste damit nicht der Druck erhöht werden, auch auf die Amerikaner, dass eben die Russen nicht so schalten und walten können, damit es eben kein weiteres Sterben, keine weiteren Vertreibungen, keine weitere Zerstörung in der Ukraine gibt. Ja gut, der Druck muss natürlich auf Russland gerichtet werden. Ja, natürlich, der Druck auf Russland, ja, aber über die Amerikaner und über Europa. Bei uns hört man immer nur Solidarität und wir liefern euch weitere Waffen. Waffen sind wichtig und Absolut. Solidarität sind wichtig. Und Friedrich Merz hat auch klare Kante gezeigt in der Wahlkampagne und auch nach der Wahlergebnissen, dass Ukraine weitgehend weiter unterstützt wird. Und wir hoffen, dass auch neue Bundesregierung noch einen weiteren Schritt macht in dieser Unterstützung. Es ist in unserem gemeinsamen europäischen Interesse, auch heute in Betracht nehmend, was in den Vereinigten Staaten passiert, dass Europa selber viel mehr für eigene Sicherheit macht. Und Ukraine ist auch Europa. Und wir können dafür sorgen, dass wir auch militärisch Russland zur Verhandlungen zwingen. Würde der Taurus tatsächlich unterstützend wirken? Weil viele Experten, die da sagen, ja, das kann man jetzt liefern, dieses System, über das in den vergangenen 2-3 Jahren unwahrscheinlich viel gesprochen, diskutiert, debattiert wurde. Aber es würde möglicherweise nicht wirklich helfen, diesen Krieg zu beenden. Was sagen Sie dazu? Kein einziges System kann einen Krieg beenden. Aber Sie haben es auch richtig formuliert, unterstützend. Also jede Waffe hat eigene Bestimmung. Taurus ist ein tolles System, weit überlegen den russischen Systemen. Und unsere Militärs werden bestimmt gute Anwendung dafür finden. Sagt Oleksiy Makeyev, der Botschafter der Ukraine hier in Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch, Herr Makeyev. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. Danke. Danke.